Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute mal die nicht so schönen Seiten des Vinylsammelns und das Bestellen in einigen Shops. Ich muss jetzt leider ein paar Horrorgeschichten erzählen, die mir jetzt so in den letzten Tagen passiert sind. Und wir gucken uns auch eine Platte an, die eine Verbesserung geworden ist zu dem, was wir bisher bekommen haben, aber die immer noch, finde ich, ja, eine Katastrophe ist für das Geld, was man da bekommt. Nach dem Intro geht's los. So, zuallererst seht ihr hier dieses wunderschöne Tütchen mit einem T-Shirt. Das ist das T-Shirt, was man zu Kiss of the Soundboard bekommt. Meine Bestellung bei Kiss Store UK, das ist der offizielle Kiss Shop für England und leider in dem Falle auch Europa. Da könnt ihr die Sachen bestellen, müsst es dann nicht in Amerika bestellen und ihr bekommt, ja, wenn ihr Glück habt, was geliefert und wenn ihr Pech habt, bekommt ihr nichts. Meine Off the Soundboard Bestellung ist irgendwie gecancelt worden und mit T-Shirt Größe L dann nicht lieferbar gewesen. Dann bin ich in den amerikanischen Shop gegangen und habe mir da das Ganze mit T-Shirt Größe M nur noch bestellen können. Zu diesem Zeitpunkt. Ich weiß nicht, wie es mittlerweile aussieht, aber ich habe hier T-Shirt Größe M, packe ich natürlich nicht aus, weil was soll ich mit einem T-Shirt in Größe M, da passe ich leider nicht mehr rein. Deswegen ja, kommt es in meine T-Shirt-Sammlung von T-Shirts, die ich nicht trage. Dann seht ihr hier Asylum. Bevor ich aber auf dieses Off the Soundboard zu sprechen komme, möchte ich gerne noch zwei andere Sachen ansprechen. Und zwar habe ich im Kiss UK Store das Unmasked Samtposter bestellt. Plus das Bundle mit der farbigen Schallplatte und dem T-Shirt dazu in Größe L. Dann kam es dazu, ich habe rechtzeitig bestellt, muss ich dazu sagen. Nicht irgendwie sehr spät, das Ding ist rausgekommen, ich habe es bestellt. Picture Disc wie immer ausverkauft, keine Chance. Aber dann war die normale farbige Variante noch zu kriegen, habe ich euch ja neulich gezeigt. Die ist dann auch geliefert worden, aber dazu gleich mehr, weil die Geschichte ist ein bisschen länger. Ich hoffe, ihr habt Lust, euch das anzuhören. Um vielleicht auch euch ein bisschen zu warnen davor, bei Kiss UK Store zu bestellen. Wie geht's weiter? Ich habe die Platte bestellt mit dem Poster. Dann kam die Versandbenachrichtigung nach einer ganzen Zeit, dass das Teil unterwegs ist. Mit einem Tracking-Link. Alles wunderbar. Ich habe das schon ein-, zweimal bestellt. Hat auch eigentlich ganz gut geklappt. Ein-, zweimal waren die Platten angestoßen. Es gibt Horror-Stories, wo die Platten wirklich übelst aussehen. Das ist aber eine andere Geschichte. Da habe ich bisher einigermaßen Glück gehabt. So, jetzt kommt diese Versandbestätigung. Ich klicke da drauf. Nach 3 Tagen steht da immer noch, das Versandlabel wurde kreiert. So, ich denke so, na gut, guckst mal ein paar Tagen noch mal rein. Nach einer Woche steht da immer noch, das Versandlabel wurde nur kreiert. Das Teil immer noch nicht abgeholt. Nach 1,5 Wochen habe ich mal freundlich nachgefragt, hey, wann wird denn das Teil verschifft? Dann kam eine Nachricht zurück, oh, tut uns leid, anscheinend ist da was verloren gegangen. Also es wurde nie abgeholt, muss man dazu sagen. Es wurde nur ein Versandlabel kreiert. Ist leider verloren gegangen. Leider ist momentan dein T-Shirt in Größe L nicht mehr lieferbar. Möchtest du halt dafür eine Gutschrift? Ich so, ja, eine Gutschrift für das T-Shirt. War natürlich ganz froh, weil eigentlich wollte ich es gar nicht haben. Muss man ja immer dazu kaufen. Habe die Gutschrift bekommen für das T-Shirt und es sollte dann die Platte und das dieses Samt, wie nennt sich das, Blacklight Poster versendet werden. Gut, habe ich gedacht, wunderbar, T-Shirt gespart, brauchst du nicht. Ein paar Tage später, nichts passiert. Keine neue Versandbestätigung, eine Woche später mal freundlich angeschrieben. Ich bin ja meistens sehr geduldig. Ich so, Mensch, was ist denn? Es sollte doch eine neue Versandbestätigung kommen. Ja, das tut uns leid, Ihr Vinyl ist mittlerweile ausverkauft. Habe ich nur gedacht, so, sag mal, hakt's irgendwie noch? Wenn Sie das Poster haben möchten, müssen Sie nochmal eine neue Versanddingsbums akzeptieren, bla bla bla. Wo ich dachte so, okay, jetzt hört es wirklich auf. Habe ich gesagt, bitte alles stornieren, einmal mein Geld zurück. Das funktioniert Gott sei Dank. Da gleich eine andere Geschichte zu einer anderen Sache. Also, Geld
dann irgendwann nach 4-5 Tagen zurückgebucht wurden. Jetzt aber der Hammer. Ich habe natürlich reagiert und habe währenddessen auf den Namen meiner Frau die Platte mit dem T-Shirt in Größe S, weil das das einzige war, was noch verfügbar war, die Unmask, ich rede immer noch von der Unmask, nicht von der hier, bestellt. Das hat 5 Tage gedauert, dann war das Teil da. Das war kurz bevor ich wieder geschrieben habe, wann denn mein Teil mit Poster jetzt endlich versendet wird, und die Nachricht kam, jetzt ist es ausverkauft. Also ganz ehrlich, ich habe diesem Service da geschrieben, habe gesagt, was ist eigentlich bei euch los? Das ist das Grausamste, was ich je erlebt habe, wie hier im Prinzip KISS-Fans behandelt werden und überhaupt nicht ernst genommen oder irgendwie was verschifft wird. Das Ende vom Lied ist, sie haben mir irgendwie einen 25$ Gutschein geschickt, den ich auf der schäbigen Seite wieder einlösen kann. Ich persönlich bestelle jetzt erstmal nur noch im amerikanischen Store, auch wenn die Gefahr immer da ist, dass man Zoll bezahlt, was bei dem UK Store eigentlich auch der Fall ist, aber bisher immer irgendwie gut ging. Ja, ich bestelle jetzt erstmal in den USA, weil KISS UK, ich kann euch nur davor warnen, bestellt da nicht. Es ist eine Katastrophe. Der Kundenservice eine Katastrophe, wirklich. Also da wird Kundenservice ganz, ganz klein geschrieben. Ihr bekommt nur euer Geld wieder. Ich habe das Gefühl, die haben keinen Bock, nach Deutschland zu versenden und machen das absichtlich, weil bei der Asylum war es ähnlich. Und da habe ich dann ganz schnell auch in Amerika bestellt und habe die jetzt Gott sei Dank bekommen. Auch wenn es länger gedauert hat, weil da hieß es erst so, jo, ihre Sache kommt, und plötzlich war sie ausverkauft im UK Store. Also Katastrophe, KISS UK Store für mich gestorben. Könnt ihr vergessen. Man kann Glück haben, man kann aber auch viel Pech haben. Wer da unbedingt was haben will, ich bestelle jetzt nur noch in den USA, auch wenn ich da 20, 30 Euro vielleicht mehr zahlen muss. Ich bekomme wenigstens meine Platte. So, bevor wir aber uns das Teil anschauen, will ich noch eine Horrorstory erzählen. Ich laber jetzt schon sehr lange, ich hoffe, es langweilt euch nicht. Weiter geht es mit diesen Sachen, die ich gerade gekauft habe. MNRK Heavy.eu oder wie auch immer das heißt. Also MNRK Heavy für Europa. Da sind Bands wie Crowbar, Zakk Wylde, ich glaube hier Judas Priest ist da auch drin, Ace Frehley ist halt da. Und ich habe da einige günstige Angebote bekommen von den Ace Frehley Platten, wo ich einige noch nicht hatte, einige Farben, habe sie dazu genommen, habe dann auch, weil es so günstig war, eine Platte noch doppelt bestellt mit der CD dazu, weil ich sie einfach wegpacken wollte. Dachte mir, Gott, für das Geld nimmst du die CD auch noch dazu. Dann hätte ich diese Platte doppelt gehabt, aber dann noch die CD extra. Das habe ich mit 2 Platten gemacht. Die sind im Paket nicht drin gewesen. So. Jetzt habe ich MNRK Heavy EU probiert anzuschreiben auf die Support-Adresse. Könnt ihr vergessen. Adresse funktioniert nicht. Könnt ihr keine E-Mail hinschreiben, kommt sofort eine Fehlermeldung, dass die Adresse nicht funktioniert. Ins Impressum geguckt, ist irgendein komisches Ding in Leipzig. Da gab es eine Telefonnummer, habe ich angerufen, hat irgendjemand abgenommen. Ich habe überhaupt nicht verstanden, wie der sich gemeldet hat. Habe dann nochmal nachgefragt, ob das wirklich sich um die Mitarbeit mit MNRK Heavy handelt. Hieß es dann ja. Ich sage, ja, hier 2 Platten sind nicht mitgeliefert worden. Habe ich eine ominöse Adresse von einer Frau bekommen. Habe ich hingeschrieben. Bis heute keine Antwort. Ist jetzt 2 Wochen her. Habe nochmal hingeschrieben nach einer Woche, auch keine Antwort. Habe dann eine andere Adresse nochmal rausgesucht von MNRK, irgendwie in Verbindung damit, was man da so im Impressum alles findet. Keine Antwort. 2 Platten, bisher Geld bezahlt, nicht erhalten. So, was habe ich jetzt gemacht? Natürlich, das habe ich mit PayPal bezahlt, Gott sei Dank. Habe natürlich einen Fall eröffnet. Bisher ist jetzt 4 Tage her, keine Reaktion von dieser Seite, die antworten nicht mal. Ich glaube, die kriegen nicht mal mit, wenn jemand einen PayPal-Fall öffnet. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie PayPal den Fall entscheidet. Sollte das vom PayPal nicht entschieden werden, werde ich definitiv zur Polizei gehen, Anzeige erstatten und das Ganze nochmal bei PayPal einreichen. Dann kriegt man immer eigentlich sein Geld wieder. Musste ich damals schon mal mit einer Lieferung aus Amerika machen, wo dann nur ein Bindfaden verschickt wurde. Ja, traurig. Also ich momentan bin sensibilisiert, was MNRK Heavy angeht, werde da erstmal nicht mehr bestellen und
Ja, weil wenn ihr es macht, nehmt PayPal oder mit Kreditkarte, dass ihr irgendwie abgesichert seid, damit euer Geld im Notfall irgendwie wiederkommt, weil es reagiert keiner. Man kann diese Firma nicht anschreiben, die Person am Telefon, keine Ahnung, wer auch immer das war, also Katastrophe. Kann ich momentan nur vorwarnen. Es kann gut gehen, ich habe ja viele Sachen bekommen, aber wenn was fehlt, habt ihr keine Chance, mit irgendjemand zu reden, so richtig. Das ist meine Warnung in der Richtung KISS UK Store und MNRK Heavy EU. So, das hätten wir. Kommen wir zu den positiven Teilen in Anführungsstrichen. Gott, ich habe jetzt schon 11 Minuten gelabert, tut mir leid. Kommen wir zu den positiven Sachen. Off the Soundboard. Eine offizielle erschienene Platte von KISS. Das ist, was wir bekommen, wenn wir Live-Sachen von KISS offiziell bestellen. Ich habe das Ding hier schon auf eine meiner Hüllen, wo ich es gleich reinmache, geklebt. Da habt ihr es. Da sind 3 LP Multicolor Vinyl Set, Live Bootleg Serie. Also das nennt sich auch Bootleg Serie, finde ich lustig. Ihr bekommt definitiv bessere Bootlegs. Das muss man ganz klar sagen. Ihr bekommt nämlich, wer die alten Off the Soundboard Sachen bekommt, einen Eierkarton. Bedruckt, diesmal mit einem Bild, das war damals nicht so, da stand dann immer nur dieses Ding hier drauf auf diesem Eierkarton. Ich bin ein großer Feind der Off the Soundboard Reihe. Ich habe auch nie reingehört, ich höre nicht ganz so gerne Live-Alben, habe ich ja schon mal gesagt. Ich sammle sie trotzdem. Ist krank, aber ist so. So, das ist das Off the Soundboard Teil. Zuallererst müssen wir mal reden über das hier. Was genau ist da mit Gene seinen Haaren los? Das ist grausam. Ich meine, was soll das sein? Die Haare hat er nie besessen. Sieht aus, als hätte er so einen Schaumstoffhut auf. Ganz, ganz schlimm, finde ich grausig. Allgemein diese Eierpappenaufmachung, ja, nicht meine Welt. Hinten drauf sieht es wirklich aus, ganz schlecht bedruckt. Ich mag es nicht. Das ist, was ihr offiziell bekommt von KISS, wenn sie Live-Sachen rausbringen. Eine Eierpappe bedruckt. Da bin ich wirklich enttäuscht. Und das geht noch weiter, weil ihr bekommt nicht nur außen eine Eierpappe, ihr bekommt auch drin hier so ein Verpackungspapier bedruckt. Das ist wirklich alles, was ihr da habt. Es ist wirklich grausig vorm Herrn. Ich muss jetzt eine Sache aber zugute halten. Ihr bekommt da drin eine Innenhülle mit Antistatik und ihr bekommt diesmal wunderschöne Scheiben. Da Pluspunkt für, die sehen toll aus. Ich meine, guckt euch das an auf der Seite. Dunkelblau-rot, hier grün-gelb. Absolut cool. Die sehen wirklich stark aus. Bin ich sehr begeistert. Das ist ein Upgrade zu den Off the Soundboard Sachen, die man bisher hatte. Gab es ja schon farbige Vinyl-Varianten, aber leider nie so die richtigen Highlights, wie ich finde. Ich besitze noch nicht mal alle. Ich glaube, dieses Poughkeepsie oder wie es heißt, habe ich noch nicht. Ich meine, dann guckt euch das hier mal an. Da ist nicht mal hinten was drauf. Was ist da los? Hier war doch eben hinten was drauf, oder? Ja, hier ist hinten was drauf. Auf der ist nicht mal was drauf gedruckt. Ich meine, ganz ehrlich, hätte man nicht noch ein Bild in Schwarz-Weiß draufdrucken können, damit es irgendwie ein bisschen cooler aussieht. Das ist wirklich, ja, Off the Soundboard eine schäbige Reihe, muss ich echt sagen. Die Musik mag vielleicht toll sein, vielleicht auch eine tolle Soundqualität. Ich werde es wahrscheinlich nie anhören. Aber ja, also das, was man da bekommt. Ich bin ein Freund der Verpackung, der Beilagen und der Sachen, der Bilder, die da drauf gedruckt sind. Und da bekommt ihr hier einfach mal gar nichts. Für viel Geld mit T-Shirt, muss man dazu sagen. Ich habe sehr, sehr viel Geld mit dem T-Shirt dafür bezahlt. Die Dinger sind auch nicht billig. Dafür bekommt ihr Bootlegs, die tausendmal geiler sind mit Büchern, Karten, Picks, was weiß ich, was da manchmal alles drin ist. Ich bleibe dabei, die Scheiben sehen toll aus. Die Verpackung ist leider eine Katastrophe. Besonders diese Haare von Gene. Ich komme da gar nicht drüber weg. Als ich das Bild schon gesehen habe, als sie veröffentlicht wurden, habe ich gedacht, so, was ist denn da mit euch los? Was soll denn das? Ich meine, wer macht denn so ein Cover? Wer entscheidet denn das? Wer sagt denn da, ey, das sieht geil aus, wir machen Gene da so einen riesigen, ich weiß nicht, ob es politisch korrekt ist, eine riesige Afro-Frisur.
das ist wirklich, es ist grausam. Grausam. Ja, was soll man sagen. So, dann bekommt ihr noch ein kleines Highlight diesmal dazu. Das ist auch, glaube ich, das erste Mal. Die anderen hatten keine Poster. Ein Poster. Und das ist gar nicht so schlecht, weil ihr bekommt ein riesiges KISS-Logo mit einer Menge Menschen und einer kleinen Band. Es ist okay. Es ist okay. Ich mache selten Videos, wo ich nicht begeistert bin. Das war eins. Ich hoffe, ihr hattet, das wollte ich sagen, trotzdem Spaß dran und ja, seid nicht allzu geschockt, dass ich auch mal über KISS meckern kann. Ja, es gibt wirklich Momente, da bin ich enttäuscht und das ist einer dieser Momente. Es ist okay. Es ist endlich mal ein Bild auf so Soundboard drauf. Trotzdem bleibe ich dabei. Es ist einfach schäbig, was man offiziell von KISS als Fan bekommt im Live-Bereich, was jetzt so erscheint. Ich meine, guckt euch diese ganzen Bootlegs an, die ich euch immer zeige. Die sind einfach granatenstark, auch wenn sie da manchmal nicht ganz so gut gepresst sind. Das mag hier alles besser sein, gehe ich stark von aus, hoffe ich. Und ja, man ist dann irgendwie aber enttäuscht, wenn man so eine Verpackung bekommt und ein Geld dafür bezahlt, wo man echt hinten überfällt. Die Dinger kosten dann auch noch eine Stange Geld und bieten außer der Musik nichts. Wirklich nichts. Packt einen coolen Aufkleber rein oder in jedes Teil ein cooles Poster oder wenigstens ein Booklet. Selbst wenn das auf Eierpappenpapier gedruckt worden wäre, hätte ich es vielleicht noch gefeiert. Aber so ist es wirklich, ja, nichts. Und das ist Körperverletzung, tut mir leid. Das ist echt Körperverletzung. So, ich habe genug gemeckert. Muss auch mal sein. Wie gesagt, seid vorsichtig, wenn ihr bei den besagten Shops bestellt. Ihr könnt enttäuscht werden. Vielleicht habe ich auch einfach nur extrem viel Pech in letzter Zeit. Aber falls euch auch sowas passiert ist, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Dann bin ich sehr gespannt. Waren jetzt 2 Fälle in kurzer Zeit, musste ich mal loswerden. Ich habe viel geredet. Ich hoffe, ihr seid noch dran geblieben und demnach bin ich jetzt raus. Lasst einen Daumen da, ein Abo und einen Kommentar natürlich. Keep on rockin'. Tschüss.